Was geht ab, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung? Nachdem ich eben die absolut geilste Anmoderation meines Lebens gedreht habe, hatten wir leider einen kleinen Fehler auf der Speicherkarte. Jetzt geht es ein bisschen weniger flüssig los. Es gibt für euch heute wieder eine Reaction. Und zwar nicht aus dem Bereich des Bodybuilding, aber aus dem Bereich des Kraftsports. Nachdem wir vorletzte Woche auf Eddie Hall reagiert haben, der zu seiner Zeit amtierende stärkste Mann der Welt, der nun Ausflüge ins Bodybuilding macht, werden wir heute auf niemand Geringeren als Hafthor Björnsson reagieren. Ihr erinnert euch, Eddie Hall, Hafthor Björnsson, da gab es so einen kleinen Austausch. Die haben sich letztes Jahr ein bisschen geprügelt in Dubai und das ist nicht gut ausgegangen für Eddie. Für Hafthor umso mehr. Und ja, Eddie hat es nicht so gut verkraftet, hat dem Strongman-Sport abgedankt. Aber der Hafthor Björnsson, der scheint seinen Weg zurück in den Kraftsport zu finden und hat ein Video release mit dem Titel I am coming out of retirement. Ich habe kurz reingeschaut, habe ein paar Dinge für interessant empfunden und gedacht, alles klar, das restliche Video schauen wir uns mal zusammen an, denn Hafthor Björnsson hat wirklich einiges vor. Hey guys, thank you so much for tuning in. It means the world to me. And yes, it is correct. I am coming out of retirement. What does that mean? What does it mean that I'm coming out of retirement? Am I coming back into the strength world, competing in something strength related, or am I coming back to strongman? Well, we'll go into that. But first, let's talk about my career a little bit, my health, and a few other things. As you guys know, if you're new watching here, I competed in strongman for more than 10 years. Won everything there was to win in strongman, won World Series Men, won Honor Summit Classics, and many other great titles in the strength world. And it's weird thinking back now. You know, when I started strongman, you know, I was one of the youngest athletes competing. You know, I was always the young guy. I was actually called back in the days. Was called the Monster Baby. Not many of you might know that, but you know, for a reason. You know, for a reason. You know, I was young, and I grew massively in a very short period of time. So when I started back in 2009 in strongman, and by the time I was competing at the World Series Man competition in 2011, so 2 years later, I was 200 plus kilograms, roughly 205 maybe. And just fucking massive, you know, not with much muscles really. I was just everywhere, you know, very thick, muscular, and just looked young and just like a freak. Ihr müsst euch das mal vorstellen, über 200 Kilo zu wiegen und dabei irgendwie noch athletisch zu sein. Klar sind die Jungs dann nicht lean gewesen, aber Hafthor Björnsson hat auch später in seiner Karriere über 200 Kilo gewogen, ohne dabei massiv fett zu sein. Guy, you know, loved competing and just followed my sport. Competed for a decade and decided to retire because, you know, I won everything that there was to win. And, you know, the main reason why I also retired was, you know, health reasons. Being big puts a lot of pressure on your heart. And, you know, I'm a family guy. I have 2 kids and a wife, and I want to make sure that I'm going to be there and around for them for a long time. Also Hafthor Björnsson hat damit vor allen Dingen auch mit dem Strongman-Sport aufgehört, um sich um seine Gesundheit zu kümmern. Ihr müsst euch das mal vorstellen, die Bodybuilder, die fallen schon alle wie die Fliegen um, weil sie schwer sind. Aber ein Strongman, der, wie wir eben mitbekommen haben, über 200 Kilo wiegt, über 10 Jahre, das sind natürlich Belastungen fürs Herz, jenseits von Gut und Böse. Plus Steroidkonsum. So that was one of the reasons why I retired. Went into boxing after strongman. I went into boxing for 2 years. Was very happy with my career there. You know, I won my big fight against Eddie Hall, but at the same time, I never really fell in love with the sport. You know, da sah Hafthor übrigens brutal aus. Da hat er, glaube ich, immer noch so 160 Kilo gewogen, ultra athletisch, ripped as fuck. Also mit dem willst du dich nicht anlegen. Der ist, glaube ich, 2,5 Meter groß. For 2 years, I worked my ass off, literally worked my ass off, but I just
didn't feel like the same passion. I didn't feel the same passion for boxing as I felt for strongman. When I did strongman training, it never felt as a job. It felt as me just hanging out with the boys or me just going and having fun. But when I was doing boxing, every single day felt like work. Felt like torture. Felt like, oh man, I'm gonna wake up at 5 a.m., go run. Oh man, I gotta go and, you know, boxing was always sometimes fun, especially sparring. But a lot of the time it was just a lot of like, you know, I gotta do this and that, and I gotta eat healthy, like insanely healthy, and being calorie deficit, which I clearly did not like. I'm a big guy and I like to eat my fucking food. I like to eat a lot. So, you know, after being... Das lassen wir genauso kommen. Lassen wir genauso kommen. So, after Björnsen. Liebt sein Food. Wir wurden ja ein bisschen abgelenkt gerade. Wir haben uns natürlich auch die geilste Location ausgesucht. In diesem eigentlich Privatgym in Berlin. So, weiter geht's. Aber wir kommen nochmal später drauf zurück. Ein ganz wichtiger Aspekt, ich muss ja irgendwie den Faden finden, ist tatsächlich dieses Gesundheitsthema. Und ich finde jedem Athleten, der früh genug die Kurve kratzt und den Sport im Bodybuilding oder im Powerlifting oder im Strongman an den Nagel hängt, in der weisen Voraussicht, dass ihm das sonst irgendwann zum Verhängnis wird, dem gilt fast größerer Respekt als den, die so unverantwortlich mit ihrem eigenen Körper umgehen, bis sie quasi aufhören müssen, gerade denn, wenn Familie mit dranhängt und man für andere Menschen mitverantwortlich ist. Und das fand ich bei Hafthor Björnsson tatsächlich extrem gut. Der hat nur einmal den World's Strongest Man gewonnen, hat somit sein Lebensziel quasi sich erfüllt und hat dann aufgehört. Being training boxing for 2 years, I clearly missed the strength world. Like back into training, and a lot of my fans started asking, like, "Hey, Thor, what's happening? Like, are you coming back to strongman? Like, can you please tell us what's your next goal?" I keep getting that question every single day. So, you know, finally, you know, making this video. Finally, you know, it's been you know, I should have made this video a month ago, really, but you know, I don't know why I drag things sometimes out, but I did drag out this video for some time. But obviously, first and foremost, I had to talk to my coach, my wife, my mentors, and a few other important people in my life, get their opinion on my goal, because they obviously matter a lot in my life. And you know, as usual, I got their support, thankfully, and you know, I made a decision, and I'll go into that right now. I promise you guys. So my decision might be shocking to you guys, but my decision has a reason, you know. I love training heavy, I love training. And I want to build my legacy. I want to build my legacy in the strength world. So my decision is to come back into powerlifting. Yes. I want to come back into powerlifting and do some... Das ist tatsächlich interessant, weil als Strongman ist man nicht unbedingt ein guter Powerlifter. Powerlifting heißt Benchpress, Squats, Deadlifts, und als 2,5 Meter Riese hat man in der Regel einen beschissenen Hebel für zumindest die Kniebeugen in der Regel, aber auch fürs Bankdrücken ist man mit so einer langen Armlänge absolut nicht gemacht. Hafthor Björnsson ist einer der weltbesten Deadlifter, wie wir wissen. Mit 501 Kilo hat er quasi den all-time schwersten Deadlift ever gehoben. Nicht in Competition, aber unter Competition Standards. Allerdings, ich glaube, so darf man heben im Powerlifting. Er müsste nur einen Kreuzgriff verwenden oder einen Hook Grip, aber es war quasi kein Sumo. Ob das reicht, schauen wir mal. Staring. Now I wanna, you know, powerlifting. Okay, Thor, and what do I want to do there? Well, I want to break the all-time raw powerlifting world record. Yes, you heard it. For those who don't know, powerlifting is squat, bench, and deadlift, 3 lifts, and I want to break the all-time total
which is today 1,182.5 kilograms. I use kilos, and that record is actually half by Dan Bell, a great powerlifter. Who knows? Maybe before I try to break it, maybe he will break it again, or someone else. So I have another competition, obviously, which is fine. I like competition. I like to be challenged. So maybe this video right here will motivate them to train even harder and go after their own records to try to break it, even and make it half the task for me to break. When is the goal to try to break this record? Well, the goal is to do it in the end of the year, which is crazy, honestly. But you guys have to remember that I have a lot of muscle and strength memory in my body. So, you know, slowly but surely, my strength. Möchte bis Ende dieses Jahres den All-Time World Record im Powerlifting brechen, ohne, ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt jemals im Powerlifting gestartet ist. Ich glaube nicht. Zumindest weiß man davon nicht viel. Also er möchte quasi für ihn ist es schon eine neue Sportart, wenn man so will. Der Beste der Welt werden innerhalb eines Jahres. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen anmaßend ist. Allerdings hat er mit dem Australian Strength Coach, das ist sein Trainer, auch einen der besten Powerlifting-Trainer oder allgemein Strength Condition Trainer, nicht Conditioning, sondern Strength Trainer an der Hand. Der wird das wahrscheinlich relativ gut einschätzen können. Ich werde am Ende des Videos nochmal meine eigene Meinung dazu sagen, nicht so aus sportlicher Sicht, sondern mehr so aus persönlicher Sicht. Ist das Ganze möglich? Wenn das einer schafft, dann Hafthor Björnsson, da gehe ich von aus. Ich denke, die größten Probleme wird er tatsächlich haben, irgendwie beim Bankdrücken. Gucken wir mal. Going back, hopefully my body will be good to me like it was all those years prior, you know. Stayed injury free and was able to get stronger and better each and every month and a year. So that's the plan, to be very successful in powerlifting, build my legacy, build my name in the strength world. And, you know, I actually have another major goal, 2024, that I'm gonna touch upon a little bit. Yeah, because you guys really wonder, like, the Thor, powerlifting, like, why not strongman? Because, you know, most of my fans, you know, fault me because of strongman, because I was the best in strongman, and they probably wonder, I probably think that I should do strongman. But I decided I wanted to do powerlifting just to prove a point really and just build my legacy. You know, I want to do it for the love of strength sports, for the respect of strength sports. Then after I break the all-time powerlifting world records, I want to go back to strongman and give my absolute best there again. You're probably wondering, where do you want to compete for? And I want to compete at Arnold Summer Classic in Columbus, Ohio, and Rogue Invitationals. Those are the two shows that I have my eyes on. And obviously, as you guys probably wondering, you know, obviously I'm going in there because I want to win those shows. I truly believe that, you know, if I break and when I break the all-time powerlifting records, my static strengths are gonna be, you know, very good. That's gonna translate very well into strongman for me. So having that going into strongman is gonna do well for me, I hope. And so that's the plan, guys. You know, big announcement, big goals, but you know, I'm a big guy with a big heart, with you know, a lot of. Was ich mich frage ist, er hat tatsächlich den World's Strongest Man nicht genannt und die Arnold Classics hat er ja auch schon gewonnen, die Rogue Invitational weiß ich nicht, aber das sind so die 3 größten Wettkämpfe. Warum er den World's Strongest Man nicht nochmal als Ziel sich gesetzt hat, das wiederum verstehe ich nicht. Vielleicht gibt es da Verbandsgründe oder so. Ambitions and big dreams, and that's that. Alright guys, thank you so much for watching the video. It's been a pleasure. I'm very excited, obviously, for these massive goals. I'm excited to share it with you guys. Before you leave, take a moment, comment below your thoughts.
Alright, das werden wir mal jetzt so machen. Und zwar habe ich dabei gemischte Gefühle. Ich bin auf der einen Seite bin ich tatsächlich ein großer Fan vom Strongman-Sport. Ich würde sagen, ich schaue mir selber lieber Strongman-Competitions an, als ich mir Bodybuilding-Competitions angucke. Heißt, aus Fansicht finde ich das eine mega geile Sache. Auch Powerlifting-Events sind mega spannend und man kann gut mitfeuern. Und aus der Sparte verstehe ich das komplett. Bei Hafthor werden so zwei Herzen in ihm schlagen. Auf der einen Seite halt einfach der Athlet, der Ehrgeiz, und er sagt das hier die ganze Zeit, er will so seine Legacy bilden. Das verstehe ich. Also man will quasi einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wo die Leute auch drüber reden, wenn die Karriere schon lange vorbei ist. Ich denke, das würden sie im Fall von Hafthor auch jetzt schon machen, als einen der bekanntesten und der besten Strength Athletes, die es so gibt. Allein World's Strongest Man, sein Deadlift etc. und alles, was danach gekommen ist. Auf der anderen Seite wird er wahrscheinlich schon mit sich zu kämpfen gehabt haben. Er hat gesagt, er musste auch mit seiner Familie und so weiter viel reden. Er ist leider nicht weiter auf das Thema Gesundheit eingegangen, aber er hat gesagt, er musste damit seine Karriere aufgrund seiner Gesundheit beenden. Schwieriges Thema. Auch er wird nicht jünger. Ich weiß nicht, wie alt Hafthor ist. Ende 30 wahrscheinlich. Mitte, Ende 30. Da ist das Risiko gerade fürs Herz brutal. Er wird unfassbar schwer werden müssen, wenn er im Powerlifting den All-Time-Weltrekord schlagen möchte, und für Strongman sowieso. Aus der Sicht finde ich es ein bisschen kritisch, schwierig, weil er Familie hat und eine große Verantwortung trägt. An ihm werden wahrscheinlich auch wirklich sehr viele andere Existenzen mit dranhängen. Das ist eine Riesenmaschinerie, die sich nur um Hafthor Bjornsson dreht da. Der ist halt der absolute Superstar, wenn es um Strongman oder Kraftsport allgemein geht. Deswegen, ich kann beide Entscheidungen kann ich nachvollziehen. Ich an seiner Stelle hätte mich wahrscheinlich dagegen entschieden, weil er hat eigentlich überhaupt nichts mehr zu beweisen. Er hat eine tolle Familie, er hat auch finanziell, hat er mit Sicherheit ausgesorgt. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir an dieser Stelle trotzdem ein bisschen etwas, wo wir uns drauf freuen können, wo wir auch in Zukunft wahrscheinlich auf das eine oder andere Video noch reagieren werden. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Wer noch nicht abonniert hat, sollte das bitte genau jetzt tun. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.